Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am 4. Sonntag der Osterzeit. An diesem Sonntag wird das Evangelium vom Guten Hirten verkündet. Es weist uns hin auf unseren Herrn, dessen ganzes Leben Dienst war für uns, Hingabe an die Seinen. Er ist der Maßstab für unser Dienen in der Kirche und in der Welt, ob wir Priester sind oder Laien. Rufen wir zu Beginn dieser Eucharistiefeier, wie es mit unserer Dienstbereitschaft steht, und bitten wir den Herrn um Vergebung, weil er an uns oft nur die Gesinnung des Mittlings, des bezahlten Knechtes findet. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirt. Herr, erbarme dich. Du kennst die Deinen und die Deinen kennen dich. Christus, erbarme dich. Du führst uns alle zusammen zu einer Gemeinschaft des Friedens und des Dienens. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Er
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahin gab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung, und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen, und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe. Jetzt aber habt ihr euch hingewandt zum Hirten und Hüter eurer Seelen. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Geliebte, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben,
damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unseren Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber habt ihr euch hingewandt zum Hirten und Hüter eurer Seelen. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus: Amen, Amen. Das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen,
damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Frohe Botschaft, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitchristen, das heutige Evangelium erzählt vom guten Hirten, der seine Schafe auf die Weide führt. Hirten sind Menschen, die ihre Schafe ganz fürsorglich hüten und ihre Aufgabe sehr ernst nehmen. Jesus wählt dieses einfache Bild des Hirten aus, um uns dadurch seine rettende Liebe zu offenbaren und uns zu zeigen, wie sehr er uns alle liebt. Er betont damit, dass er unser Freund ist, der immer bei uns ist. Besonders dann, wenn wir fallen, richtet er uns immer wieder auf. Er will, dass wir glücklich sind. Er wirft uns nicht weg, wie ein Töpfer den Lehm, wenn sein Werk nicht gelungen ist. Er will uns immer wieder neu machen. Gott ist ein guter Hirte, der Ausschau hält nach seinen Schafen, weil er die Liebe ist. Jesus ging sogar so weit, dass er sein Leben für uns Menschen hingegeben hat, um uns zu retten. So groß ist die Freundschaft Jesu zu uns. Wie passend ist dazu eine Geschichte des heiligen Bischofs Basilius. Der Kaiser drohte ihm wegen seines Glaubens mit den Worten: Ich lasse dich vor das Gericht stellen. Basilius antwortete: Ich habe einen Freund, der Richter ist über Lebende und Tote. Daraufhin meinte der Kaiser: Dein ganzes Vermögen wird beschlagnahmt. Basilius entgegnet ihm: Ich habe einen Freund, der alle Reichtümer der Erde und des Himmels besitzt. Da ergriff der Kaiser nochmals das Wort: Ich schicke dich in die Verbannung weit weg von zu Hause. Sofort antwortete Basilius: Mein Freund ist der Herr über alle Wohnungen. Schließlich sagte der Kaiser: Dann lasse ich dich hinrichten. Auch hier wusste Basilius eine treffende Antwort: Ich habe einen Freund, der Herr ist über Leben und Tod. Liebe Mitchristen, ich denke, so einen Freund zu haben wie Jesus, das sollte uns mit Freude und Vertrauen erfüllen. Daher könnten wir mit Mose sagen: Meine Kraft und meine Tapferkeit ist der Herr. Oder mit David: In Gott setze ich mein ganzes Vertrauen. Oder wie es im Psalm 23 heißt: Der Herr ist mein Hirte, nichts will mir fehlen.
Und Maria hat voll Freude ausgerufen, meine Seele preist die Größe des Herrn. Mit dem heiligen Paulus könnten wir uns fragen, was scheidet uns von der Liebe Christi? Angst? Krankheit? Schwert? Hunger oder Verfolgung? Von der Liebe Gottes können wir uns nur unsere Sünden trennen. Stellen wir uns ruhig folgende Fragen. Schätzen wir die Freundschaft mit Jesus? Und wie sollen wir auf die Liebe Jesu zu uns antworten? Erstens einmal sollen wir uns bemühen, nicht in die Sünde zu leben, sondern nach den Geboten Gottes zu handeln. Zweitens sollen wir uns Zeit nehmen für Jesus. Das scheint heutzutage ein großes Problem zu sein. Menschen haben eigentlich nicht wirklich etwas gegen Jesus. Sie sagen sogar, dass sie Jesus lieben, aber sie hätten so viele Interessen, so viel Arbeit, sodass Gott in ihrem Alltag fast keinen Platz hat. So leben sie praktisch ohne Jesu und ohne sein Evangelium. Wie gibt es da für eine Lösung? Natürlich ist unsere Zeit bei so vielen Tätigkeiten beschränkt. Ein Tag hat eben nur 24 Stunden. Wir haben unsere Pflichten, aber wir brauchen auch Zeit der Ruhe. Aber gibt es nicht viele Aktivitäten, die für das Leben gar nicht lebensnotwendig sind, worauf wir gut und gerne verzichten könnten? Dann würde uns Zeit für mehr Ruhe, Zeit für mehr Begegnung mit Jesus bleiben. Wenn Jesus für jemanden keinen oder nur einen geringen Stellenwert hat, dann wird man ihm alles Mögliche vorziehen. Wenn ich aber die Freundschaft mit Jesus schätze, dann werde ich Zeit für Jesus suchen und ich werde sie auch finden. Es ist eine wertvolle Zeit. Amen. Wir sprechen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Heute wollen die Messdiener aus Rheurdt die Fürbitten vortragen. Gemeinsam beten wir mit ihnen. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirt deiner Herde. Du schenkst uns ewiges Leben. Du hast uns in deiner Hand und niemand kann uns dir entreißen. Voll Vertrauen kommen wir mit unseren Bitten zu dir. Ich wünsche mir, dass ich meine Freunde bald sehen kann und dass mein Bruder mich wieder besuchen darf. Außerdem würde ich gern wieder in die Schule gehen. Lieber Gott, ich hoffe, dass wir alle bald wieder in die Kirche gehen können und zusammen Gottesdienste feiern können. Amen. Lass uns sein wie ein guter Hirte, dass wir behüten, begleiten und bewahren können, was du uns anvertraut hast, Menschen, Tiere und Natur. Du bist der gute Hirte. Wir danken dir, dass du auch in schweren Lebensabschnitten bei uns bist. Führe uns auf einen guten Weg. Schenk uns Freude mit dir, mit unseren Mitmenschen und an der Schöpfung. Wir wollen auch für unsere Verstorbenen aus der Gemeinde in diesem Gottesdienst beten. Wir beten für Wilhelm Höfer. Und wir beten auch für Gertrud Teilmanns. Herr, gib ihnen das ewige Leben. Ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie leben in deinem Frieden. Amen. Herr unser Gott, gib, dass wir dir allzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort, mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix und allen Bischöfen
unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in deiner Kirche bestellt sind. Gedenke unserer verstorbenen Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Gott ist unser Vater und der gute Hirt. Er ist bei uns, er begleitet uns. Lasst uns gemeinsam beten, wie er uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Auferstanden ist der gute Hirt. Er gab sein Leben für die Schafe. Er ist für seine Herde gestorben. Halleluja.
Lasset uns beten. Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll Huld auf deine Herde, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch jeden Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch, mit deinem Geist. Es segne euch, behüte euch, begleite euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und eine gute Woche. Geht in den Frieden. Dank sei Gott.